Tikina. Willkommen zu meinem ersten Review einer Stirnlampe, und zwar handelt es sich hierbei um die Tikina von Petzl, ein günstiges Einsteigergerät, möchte ich mal so sagen, und mal schauen, wie das Ding verarbeitet ist. Wir schauen uns das mal jetzt aus der Nähe an und dann werde ich noch einen Leuchttest machen, wahrscheinlich im Dunkeln, im Wald, mal sehen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Wie gehabt, ich habe mir die Stirnlampe hier von meinem eigenen Geld gekauft, das ist also kein gesponsertes Video. Ich bekomme auch nichts dafür, dass ich dieses Video mache, außer hoffentlich eure Likes und eure Liebe. Vielen Dank und viel Spaß! Die Tikina von Petzl ist eine einfache Stirnlampe für den Nahbereich, also fürs Camping, Wanderungen oder auch für die Wohnung, und sie ist sehr günstig. Die gibt es schon ab 18 bis 20 Euro, hat auch eine ordentliche Qualität, was ich bisher so gesehen habe. Ist ein deutscher Hersteller, Petzl, der gibt auch noch mal 5 Jahre Garantie obendrauf, kann man also eigentlich fast nichts falsch machen. Die Lichtfarbe hier ist weiß, gibt also kein Grün, Rot oder RGB, was man noch irgendwie durchschalten könnte. Es reicht aber bei so einer einfachen, günstigen Lampe auf jeden Fall. Wir haben hier einen breiten Lichtkegel und die Stirnlampe ist wetterfest nach IPX4. Das heißt, die hält einen Regenschauer aus, kann aber nicht unter Wasser getaucht werden und sie ist auch nicht staubdicht. Das Stirnband ist waschbar und lässt sich natürlich auch einstellen von der Weite, und die Stirnlampe lässt sich auch montieren an Helm etc. Das ist alles hier kein Problem. Geliefert wird die Lampe, wie das heute so üblich ist, in so einer Blisterpackung aus Plastik. Immerhin sind da auch nochmal 3 Batterien dabei, damit man auch direkt loslegen kann. Schauen wir uns aber erstmal die Leuchtstärke an. Und zwar haben wir hier maximal 250 Lumen im Power-Modus. Damit kommt man etwa 60 Meter weit und das hält dann aber auch nur etwa 2 Stunden an. In der Standard-Leuchtkraft mit 100 Lumen hat man hier immerhin eine Betriebszeit von 9 Stunden ungefähr zu erwarten. Und wenn man das Teil auf Sparflamme fährt, das heißt im Sparmodus, sage ich mal, mit 6 Lumen, dann kommt man zwar auch nur noch 10 Meter weit mit der Leuchtweite, aber hat hier immerhin 120 Stunden Leuchtdauer zu erwarten, und das ist schon ziemlich ordentlich. Da bin ich mal gespannt, wie weit man damit überhaupt sehen kann mit 6 Lumen, denn das werden wir auf jeden Fall testen. Wir haben hier für die Steuerung ganz einfach einen Knopf, mit dem schaltet man ein und aus und auch die verschiedenen Leuchtmodi durch. Das ist also ganz simpel. Und auch hier ist schon abgedruckt, man sieht es schon, arbeitet Petzl mit dem Hybrid-Konzept oder Hybrid-Konzept. Das heißt, man kann hier entweder normale Batterien, und zwar AAA-Batterien, verwenden, oder den speziellen Petzl Core Akku, den man als Zubehör noch dazu bestellen kann. Das heißt, diese Stirnlampe, die lässt sich betreiben mit normalen Alkali-Batterien, wie jetzt hier, oder mit Lithium-Batterien. Ein Tipp, wenn ihr keine Akkus nutzen möchtet, warum auch immer, wenn ihr schon Batterien verwenden wollt, dann benutzt Lithium-Batterien. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber die können zum einen nicht auslaufen, sind sehr lange haltbar und haben auch noch eine höhere Leistung. Ich lege jetzt mal die Batterien ein und wir schalten mal kurz durch. Das beginnt hier geringe Stufe, mittel und ganz hell. Das wären jetzt hier die 250 Lumen. Das kommt natürlich auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut an. Deswegen machen wir auch gleich mal einen Test und dazu schalte ich erstmal alle Lichter aus. So, alle Lichter sind aus und ich schalte jetzt gleich mal die Stirnlampe ein und halte mir meine Hand hin. Die Kamerabelichtungszeit ist ein bisschen niedrig eingestellt, das heißt, ihr werdet hier wahrscheinlich gar nicht viel erkennen können. Für mich, fürs menschliche Auge allerdings alles super zu erkennen. Also nicht nur hier die Tischplatte vor mir, sondern auch im Raum. Ich könnte den jetzt hier wunderbar beleuchten und mich hier zurechtfinden. Das heißt, bei einem Stromausfall genügt hier der Sparmodus mit 6 Lumen definitiv. Natürlich müsste man dann mal im Wald oder überhaupt draußen auf weiterem Gelände schauen, wie gut man hier zurechtkommt dann mit diesem Sparmodus. Aber dafür gibt es ja dann auch noch den mittleren Modus hier mit 100 Lumen. Jetzt dürftet ihr schon deutlich was erkennen. Und was ich ganz gut finde, auch wenn man die Lampe einschaltet, dann leuchtet die nicht mit der stärksten Leuchtkraft und man muss nach unten durchschalten, sondern andersrum, man beginnt mit der schwachen Leuchtkraft und muss sich nach oben schalten, und genau so ist es auch richtig rum. Also ich habe auch eine Taschenlampe, ich glaube eine LED-Lenser, die beginnt andersrum, da hat man erstmal die volle Power und muss dann jedes Mal sich runterschalten, wenn man eigentlich gar nicht so viel Leuchtkraft benötigt. Hier auch mal die 250, die volle Leuchtkraft,
Aber es macht natürlich jetzt hier im Nahbereich nicht so viel Sinn. Deswegen müsste man das mal einfach im Wald testen. Okay, so kann es gehen. Ich wollte mal jetzt kurz nur hier in den anliegenden Wald. Es ist wirklich ein winzig kleines Waldstück, da kann man nicht mal von Wald sprechen. Ich gehe so ein paar Schritte rein, 20, 30 Meter, und direkt vor mir auf dem Weg eine Sau oder ein Wildschwein. Wow, okay, ich bleibe jetzt für den Test für die Lampe auf jeden Fall hier vorne am Waldrand. Ich habe nämlich keinen Bock, nochmal wegrennen zu müssen mit dem ganzen Equipment hier um mich rum. Wie auch immer, wir testen jetzt, oder ich teste jetzt die Stirnlampe und wir gehen mal durch die verschiedenen Helligkeitsstufen. Ich beginne mit den 6 Lumen. Ich habe gerade schon auf dem Weg hierher, auf dem Feldweg gesehen, einwandfrei. Also ich kann damit wirklich auch vor mir alles sehen auf dem Weg. Das passt. Und mit der großen Helligkeit, mit dem Power-Modus, kann ich also wirklich auch hier wunderbar in den Wald reinleuchten und sehe dann hoffentlich die nächste Wildsau, bevor sie mich sieht. Los geht's. So, ich habe jetzt die Stirnlampe eingeschaltet auf der niedrigsten Stufe und ihr werdet es auf dem Kamerabild wahrscheinlich gar nicht erkennen. Ich möchte die ISO nicht ganz so hochschrauben, sonst wird es tierisch verrauscht. Aber ich erkenne auf jeden Fall hier genug, um mich ja sicher hier auf dem Schotterweg, auf dem Waldboden fortzubewegen. Ja, es reicht auch tatsächlich durchaus noch so 10 Meter in den Wald rein. Also die Stufe, die ist für einen Notfall durchaus geeignet oder halt eben, ja, also im Wald oder wenn es darauf ankommt, dass man vielleicht doch mal ein bisschen weiter schauen können möchte, Stichwort Wildschwein, dann sollte man vielleicht doch die Stufe höher benutzen und die schalte ich jetzt auch mal ein, also 100 Lumen. So, das solltet ihr jetzt auch auf dem Videobild erkennen können. Und ich leuchte mal in den Wald rein. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber tatsächlich komme ich hier, also ich würde sagen 30, 40 Meter, komme ich auf jeden Fall rein. Ja, so ein bisschen könnt ihr es wahrscheinlich erkennen, aber mit dem Handy ist da halt nicht so viel mit Lichtempfindlichkeit. Für mich reicht es aber dicke aus. Also ich glaube, die höchste Stufe, ich schalte sie mal ein, die 250 Lumen. So. Ja, das ist schon ordentlich. Ja, hält aber dann auch nur 2 Stunden, deswegen würde ich lieber die Standardstufe nehmen. Da ist man dann deutlich länger unterwegs. So, kann ordentlich auch den Weg erkennen, kann ins Dickicht reinleuchten oder halt eben, wo man sich befindet. Auch wirklich 30, 40 Meter. Das ist dann kein Problem. Mit der niedrigsten Stufe wäre es mir ganz ehrlich hier im Wald mit der Begegnung gerade viel zu gruselig. Würde ich nicht machen oder auch zu gefährlich. Ne? Okay, also das soll es aber gewesen sein. Wie gesagt, ist eine ordentliche Leistung von der Lichtausbeute her und lässt sich auch bequem auf dem Kopf tragen. Von dem her alles gut. Ich finde die Tikina von Petzl wirklich gut. Es ist eine günstige Stirnlampe, die ordentlich verarbeitet ist. Sie ist wetterfest und auch die Leuchtkraft wird für die meisten Anwendungsszenarien ausreichen. Also für mich genügt es auf jeden Fall. Klar, mit der geringsten Leuchtstufe von 6 Lumen, das ist natürlich nur was für den absoluten Nahbereich, für den Heimgebrauch, wenn der Strom mal ausfällt, dass man sich in der Wohnung zurechtfindet oder eben, wenn man wirklich nur direkt vor sich auf dem Boden ausleuchten möchte, da reicht das auch. Mit den stärkeren Leuchtstufen kommt man aber auf jeden Fall auch deutlich weiter und hat mehr Licht zur Verfügung. Ja, also für die meisten Anwendungsszenarien sollte das ausreichen. Was ich im Test gar nicht erwähnt hatte, die Lampe lässt sich auch im Winkel verändern, damit man eben bestimmen kann, ob das Licht eher direkt vor einem auf den Boden geht oder eben auf die weitere Distanz. Das wollte ich noch mal erwähnen. Die meisten Stirnlampen haben dieses Feature ja sowieso. Welches ist euer Lieblingshersteller für Stirnlampen? Welches Modell könntet ihr mir empfehlen und warum? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert bitte den Kanal. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.